Hallo und willkommen zu unserer gemeinsamen Erkundung heute. Hallo auch von mir. Wir nehmen uns heute ein Thema vor, das uns hier alle irgendwie betrifft. Die Unterschiede zwischen den Generationen. Also wie war das früher, wie ist es heute? Unsere Grundlage dafür ist ein Text Génération X hier aujourd'hui aus deutschem Alltag. Genau, da beschreiben Lena und Tom ihre Sicht auf, das Leben, die Arbeit, Werte, Technik. Und vergleichen das so mit ihren Eltern und Großeltern. Richtig. Und wir wollen heute mal gemeinsam schauen, was so die wichtigsten Gedanken aus diesem Text sind. Und vielleicht auch, was die eine Generation von der anderen lernen kann. Ja, das klingt gut. Lass uns da mal genauer reinschauen. Ja, es ist eine spannende Grundlage, finde ich. Der Text gibt uns echt die Möglichkeit, mal über diese Sätze nachzudenken, die man so oft hört. Früher war alles besser oder eben wie im Text einfacher. Stimmt. Lena und Tom bieten da ja schon differenziertere Blickwinkel an. Und genau das ist ja auch für dich interessant. Wenn du diese Muster und Veränderungen verstehst, dann hilft dir das vielleicht, deine eigenen Gespräche Ja, mit Eltern, Großeltern oder auch Jüngern. genau besser einzuordnen. Es geht halt darum, die Perspektiven hinter den Alltagsbeobachtungen zu sehen und gesellschaftliche Trends vielleicht besser zu verstehen. Genau. Dann lass uns doch direkt mal einsteigen. Mit diesem Blick auf die Vergangenheit. Lena zitiert ja ihre Oma. Früher war alles einfacher. Das ist echt so ein Klassiker, oder? Total. Hast du den Satz auch schon mal gehört, so im Familienkreis? Bestimmt. Kennt wahrscheinlich jeder. Lena selbst scheint sich da aber gar nicht so sicher zu sein. Sie malt dieses Bild, ne? Früher ohne Handys, ohne dieses ständige Online-Sein Ja. und fragt sich dann, ob die Leute dadurch vielleicht mehr, echte Zeit füreinander hatten. Ein nachvollziehbarer Gedanke. Und im Kontrast dazu dann ihr heutiges Leben, schneller, digitaler, oft auch stressiger, so wie sie es empfindet. Man merkt diese Unsicherheit bei ihr, ob das eine jetzt wirklich besser war als das andere. Ja, und diese Wahrnehmung, früher war einfacher. Das ist faszinierend. War es denn objektiv einfacher? Oder meinen wir eigentlich, es war anders strukturiert? Vielleicht überschaubarer in manchen Dingen? Aber dafür mit anderen Zwängen, meinst du? Genau. Die fehlende Technik, die Lena anspricht, das bedeutete vielleicht weniger Ablenkung, ja, kann sein. Aber eben auch weniger Zugang zu Infos, weniger Möglichkeiten, sich zu vernetzen, über den Tellerrand zu schauen. Stimmt. Man war mehr aufs direkte Umfeld angewiesen. Ja, und das konnte ja auch einschränkend sein, nicht nur positiv. Und die Herausforderungen waren ja auch ganz andere. Tom bringt da ja einen sehr konkreten Punkt rein. Seine Großeltern, die mussten oft schon mit 16 oder 17 ins Berufsleben. Ja, krass eigentlich. Aus heutiger Sicht. Das war damals nicht die Ausnahme, das war normal. Früh Verantwortung, Geld verdienen, zur Familie beitragen. Das war Standard. Stell dir das mal heute vor. Schwer. Das ist ein Riesenunterschied zu heute, wo viele junge Leute deutlich länger in Ausbildung oder Studium sind. Klar. Und diese frühe Verantwortungsübernahme, die hat natürlich das ganze Leben geprägt. Man wurde schneller erwachsen, musste sich früher festlegen. Hatte sicher auch Vorteile, so eine klare Struktur vielleicht. Bestimmt. Ein Gefühl von Beitrag, von Notwendigkeit vielleicht. Aber gleichzeitig hieß das eben auch weniger Zeit für Selbstfindung, weniger Flexibilität bei der Berufswahl. Vielleicht auch das Gefühl, Chancen verpasst zu haben, die sich später erst ergeben hätten. Genau das. Tom sieht das ja auch differenziert. Er sagt, beides hat seine Vor- und Nachteile. Die längere Ausbildungszeit heute, die ermöglicht vielleicht mehr persönliche Entwicklung. Führt aber halt auch dazu, dass man später erst finanziell auf eigenen Beinen steht. Exakt. Und diese Verschiebung, die hat ja weitreichende Konsequenzen. Was bedeutet das für die Lebensplanung, wenn der Job und die finanzielle Unabhängigkeit oft erst Ende 20 kommen oder noch später? Das beeinflusst ja alles. Familie gründen, sich niederlassen. Ja, langfristige Pläne schmieden. Der Übergang ins Erwachsenenleben ist heute weniger so ein abrupter Schritt, als eher ein längerer, fließender Prozess. Mehr Freiheit vielleicht, aber auch mehr Unsicherheit. Genau. Ständig Optionen abwägen. Diese Erfahrung, die prägt die heutige junge Generation stark und unterscheidet sie eben von der ihrer Großeltern. Das ist eine Realität, die du wahrscheinlich aus deinem eigenen Leben oder Umfeld kennst. Absolut. Und diese veränderten Lebenswege, die hängen natürlich auch eng zusammen mit einem anderen großen Thema aus dem Text, dem Wandel von Familie und den Werten, die damit verbunden sind. Stimmt.
Lena beschreibt ja dieses klassische Bild von früher, Familie als Zentrum, oft mehrere Generationen unter einem Dach oder zumindest ganz nah beieinander. Ja, der Zusammenhalt, die gegenseitige Unterstützung, das war vielleicht selbstverständlicher oder zumindest anders organisiert. Mhm. Ja, dieses Bild der Großfamilie als Norm, das hat sich ja stark verändert. Lena beobachtet ja, dass heute viele junge Leute allein leben oder Weit wegziehen. ja, für die Ausbildung, den Job, den Partner. Das ist einerseits natürlich ein Zeichen für mehr Mobilität, individuelle Möglichkeiten. Man ist nicht mehr so stark an den Ort oder die Familientraditionen gebunden. Tom bringt hier ja auch diesen Aspekt der individuellen Freiheit ins Spiel. Er sagt, diese räumliche Trennung, die ermöglicht es jungen Leuten halt, ihren eigenen Weg zu gehen. Wohnort, Arbeitsplatz freier wählen. Was ja oft auch nötig ist in der heutigen Arbeitswelt. Ja. Absolut. Diese Freiheit ist ein hoher Wert geworden, ganz klar. Aber sie hat eben auch eine Kehrseite. Du meinst den Vorwurf, den Tom anspricht? Dass junge Leute egoistischer seien? Genau. Der kommt ja nicht von ungefähr. Aus der Perspektive älterer Generationen, für die vielleicht Familie und Gemeinschaft an erster Stelle standen, kann diese Betonung des Individuellen, der Selbstverwirklichung tatsächlich so wirken. Egoistisch. Tom versucht das ja umzudeuten. Er sagt, das ist kein Egoismus, sondern es sind einfach andere Prioritäten. Was meint er damit genau, glaubst du? Naja, ich denke, er meint damit, dass sich die Definition von einem guten Leben verschoben hat. Für viele junge Menschen heute gehört dazu eben nicht nur einen Job zu haben und eine Familie zu gründen, Sondern es geht auch darum, einen Beruf zu finden, der irgendwie sinnstiftend ist, der den eigenen Interessen entspricht. Es geht um persönliche Weiterentwicklung, um Erfahrungen sammeln, Reisen, Auslandsaufenthalte. Flexibilität ist auch so ein Stichwort. Genau. Die Möglichkeit, den Lebensentwurf auch mal zu ändern, das ist weniger Egoismus im negativen Sinn, sondern eher eine Reaktion auf gestiegene Möglichkeiten und vielleicht auch einen gestiegenen Druck, das eigene Leben optimal zu gestalten. Und die Herausforderung ist dann, diese individuellen Ziele mit sozialen Bindungen und Verantwortung für andere unter einen Hut zu kriegen. Exakt. Das ist der Balanceakt. Und wie findet man da die richtige Mischung zwischen dem Streben nach dem eigenen Glück und den Verpflichtungen gegenüber Familie oder Gemeinschaft? Die Frage stellt sich wohl jede Generation neu, aber vielleicht unter anderen Vorzeichen heute. Absolut. Und wie nimmst du das wahr, so in deinem Leben, deinem Umfeld? Wo verläuft für dich die Grenze zwischen gesunder Selbstfürsorge und so einer Vereinzelung, die vielleicht auch einsam machen kann? Das ist ja eine sehr persönliche Abwägung. Sehr persönlich, ja. Und eine, die massiv beeinflusst wird durch einen weiteren Faktor, den Lena und Tom ja auch groß diskutieren, die Technologie. Oh ja, die Technologie, das ist wohl das offensichtlichste Unterscheidungsmerkmal, das jeder sofort nennen würde, oder? Wahrscheinlich. Lena beschreibt das ja super anschaulich. Ihre Eltern verstehen oft nicht, warum sie ständig am Handy hängt. Mhm. Für Lena und ihre Altersgenossen ist das aber gar keine Frage. Das Smartphone ist zentral. Es ist alles in einem. Kommunikation, Arbeit, Lernen, Orga, Unterhaltung. Das ist diese digitale Normalität für jüngere Generationen. Die sind damit aufgewachsen, es ist ein ganz selbstverständlicher Teil ihres Alltags, keine separate Welt mehr. Während Ältere sich das oft erst aneignen mussten. Genau, für die ist es eher ein Werkzeug, das man bewusst nutzt oder eben auch mal weglegt. Diese unterschiedliche Integration ins Leben, die führt natürlich zu Missverständnissen. Aber es ist ja nicht nur das Verständnis, Tom bringt ja auch die Sorgen zur Sprache, die damit verbunden sind. Ja, die ständige Vernetzung. Diese permanente Erreichbarkeit, die Flut an Nachrichten und Infos, der Druck, immer online und verfügbar sein zu müssen, das erzeugt Stress? Und das kennen sicher viele, nicht nur die Jüngeren. Definitiv nicht. Das ist halt die große Ambivalenz der Technologie. Sie gibt uns Macht, verbindet uns über Distanzen, erleichtert vieles, aber gleichzeitig kann sie uns überfordern, uns das Gefühl geben, nie wirklich abschalten zu können. Tom sagt ja, die eigentliche Kunst ist da, ein Gleichgewicht zu finden. Genau. Balance zwischen digitaler Welt und dem echten analogen Leben. Dieses Gleichgewicht. Das ist wahrscheinlich eine der größten Herausforderungen unserer Zeit, oder? Weil die Grenzen ja immer mehr verschwimmen. Arbeit und Freizeit, öffentlich und privat, das vermischt sich ja alles durch die digitalen Kanäle. Ganz genau. Und das hat tiefgreifende Auswirkungen auf unser Wohlbefinden, auf unsere Beziehungen.
Wie verändert sich die Qualität von Freundschaften, wenn viel über Textnachrichten und Social Media läuft? Ermöglicht die Technik tiefere Verbindungen über weite Strecken oder führt es eher zu einer Verflachung? Gute Frage. Und wie wirkt sich diese Kluft im Umgang mit Technologie aufs Verhältnis zwischen den Generationen aus? Wenn die einen die digitale Welt ganz intuitiv nutzen und die anderen sie vielleicht eher als Bedrohung oder zumindest als fremd empfinden. Das schafft neue Gräben, klar. Aber vielleicht auch neue Brücken, wenn man bereit ist, sie zu bauen. Und das führt uns ja zu einem sehr positiven Aspekt, den der Text am Ende auch betont: das Potenzial des gegenseitigen Lernens. Ja, genau. Trotz aller Unterschiede, was können die Generationen denn voneinander mitnehmen? Lena schlägt vor, dass die ältere Generation was Wichtiges vermitteln kann: Geduld und Ruhe. Oh ja. In unserer hektischen Zeit vielleicht eine super wertvolle Fähigkeit. Finde ich auch. Absolut. Und nicht nur das, Lena erwähnt ja auch das Wissen, wie man mit weniger zurechtkommt. Die Generationen, die Nachkriegszeiten oder wirtschaftlich schwierigere Phasen erlebt haben. Die mussten oft improvisieren, reparieren statt neu kaufen. Ressourcen schätzen lernen. Das ist eine Erfahrung, die in Zeiten von Klimawandel und Nachhaltigkeitsdebatten wieder enorm an Bedeutung gewinnt. Stimmt. Davon können Jüngere lernen, nicht nur praktisch, sondern auch, was die Einstellung zu Konsum und Besitz angeht. Das ist ein starker Punkt. Die Älteren bringen also Lebenserfahrung, Resilienz, also diese Fähigkeit, Krisen zu meistern und vielleicht eine andere Perspektive auf das Wesentliche mit ein. Okay. Und was können die Jüngeren beitragen? Tom nennt hier neue Ideen und Offenheit für Veränderungen. Junge Menschen sind oft flexibler im Denken, weniger festgefahren in Routinen. Sie hinterfragen Bestehendes, bringen neue Impulse rein. Sei es im Job, im Sozialen, bei gesellschaftlichen Themen? Genau. Und natürlich, ganz klar, ihre digitale Kompetenz. Ja, das leuchtet ein. Die Jüngeren können den Älteren helfen, die digitale Welt zu verstehen, die Vorteile von Smartphones, Online-Banking, Videotelefonie zu nutzen. Und so vielleicht auch mehr am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Ja. Genau darum geht's doch. Der Text unterstreicht ja, wie bereichernd dieser Austausch sein kann, wenn beide Seiten offen sind, wenn die Bereitschaft da ist, voneinander zu lernen. Es geht nicht darum zu sagen, eine Generation ist besser als die andere. Nein, überhaupt nicht. Jeder hat ihre Stärken, ihre Erfahrungen, ihre blinden Flecken. Der Moderator im Text bringt es ja schön auf den Punkt. Unterschiede sind normal, aber Verständnis verbindet uns. Und dieses Verständnis zu fördern, darum sollte es gehen. Genau. Aber wie schafft man das im Alltag? Oft leben die Generationen ja eher so nebeneinander her, oder? Weniger miteinander. Wie kann dieses gegenseitige Lernen konkret aussehen? Mal über das gelegentliche Einrichten des WLANs hinaus. Ja, das ist die entscheidende Frage, ne? Es fängt oft im Kleinen an, glaube ich. In der Haltung. Wie meinst du? Naja, nicht vorschnell urteilen. So nach dem Motto, die Jungen hängen nur am Handy oder die Alten verstehen eh nichts von Technik. Sondern mal nachfragen. Echtes Interesse zeigen. Genau. Warum ist dir das wichtig? Wie hast du das früher erlebt? Kannst du mir das mal erklären? Es geht darum, aktiv zuzuhören und die Perspektive des anderen wirklich verstehen zu wollen. Also mehr Dialog statt Monolog. Vielleicht auch gemeinsame Aktivitäten, bei denen jeder seine Stärken einbringen kann. Zum Beispiel. Der Enkel erklärt die Foto-App, die Oma zeigt, wie man den Kuchen nach altem Familienrezept backt. Sowas. Ja, genau. Oder man diskutiert gemeinsam über aktuelle Themen und bringt die unterschiedlichen Lebenserfahrungen mit ein. Es geht darum, Räume für Begegnung zu schaffen und anzuerkennen, dass jede Generation wertvolles Wissen und Fähigkeiten hat. Manchmal bedeutet das ja auch, bewusst um Hilfe zu bitten oder Hilfe anzubieten, über die Generationengrenzen hinweg. Das stärkt das Gefühl, gebraucht zu werden und voneinander profitieren zu können. Okay. Versuchen wir mal, die wichtigsten Erkenntnisse aus unserer heutigen Betrachtung zusammenzufassen. Also, wir haben gesehen, der Blick auf die Vergangenheit, dieses früher war einfacher, ist oft eine ziemliche Vereinfachung. Ja, die Realität war komplexer, mit anderen Herausforderungen, anderen Chancen. Zweitens, Familie und Werte haben sich stark gewandelt. Mehr individuelle Freiheit steht heute oft im Vordergrund. Was aber auch neue Fragen zum Thema Zusammenhalt und Verantwortung aufwirft. Richtig. Drittens, Technologie ist ein ganz zentrales Element, das die Generationen prägt und unterscheidet.
Eine Quelle von Möglichkeiten, aber eben auch von Stress und Missverständnissen. Stimmt. Und viertens, der vielleicht wichtigste Punkt. Es gibt ein riesiges Potenzial für gegenseitiges Verständnis und Lernen, wenn wir offen aufeinander zugehen und die Stärken der jeweils anderen Generation anerkennen. Genau. Ich denke, diese Punkte aus dem Text, die geben auch dir sicher viel Stoff zum Nachdenken über deine eigenen Erfahrungen mit verschiedenen Generationen. Denken, das über den Text hinausgeht. Wir haben jetzt über die großen Linien gesprochen. Arbeit, Werte, Technik. Aber versuch doch mal in deinem Alltag drauf zu achten. Wo genau, in welchen kleinen, vielleicht unscheinbaren Momenten siehst du die größten ungenutzten Chancen für einen echten Austausch zwischen den Generationen? Interessant. Gibt es Situationen im Freundeskreis, in der Nachbarschaft, in der Familie, wo vielleicht mit ein bisschen mehr Neugier oder einem kleinen Schritt aufeinander zu eine wertvolle Verbindung entstehen könnte, die bisher übersehen wird? Ein schöner Impuls zum Mitnehmen. Kleine Momente, große Wirkung. Damit sind wir dann für heute am Ende unserer gemeinsamen Auseinandersetzung mit den Generationenunterschieden. Ja, danke, dass du uns auf dieser Erkundung begleitet hast. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.